Da bin ich fast mit 70.000 Euro eingefahren. Wenn ich mit dem Gerät gefahren bin, hat die Fernbedienung immer wieder den Funk verloren zum Kran. Ich schlage auf den Node aus, komplett wurscht, fahrt weiter. Weißt du, wie gefährlich das ist, gell? Also das war total schon. Ja, Freunde, sind wir schon munter. Heute gibt es einmal was Brutales. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, wo ich so richtig auf die Fressen geflogen bin mit einer Investmententscheidung. Und das hat mir sehr viel finanzielle Haar gekostet. Da bin ich richtig auf die Fressen geflogen. Da bin ich fast mit 70.000 Euro eingefahren. Wenn nicht sogar mehr. Jedenfalls, um was geht's? Heute erzähle ich euch das Thema, soll ich mir einen LKW kaufen oder nicht? Viele fragen mich immer wieder, hey geil, was soll ich kaufen? Ich muss einen LKW kaufen, das ist so super. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, dass man sich einen LKW kauft. Nur heute erzähle ich euch die Geschichte von meiner größten dummen Entscheidung, die ich je getroffen habe, nämlich dass ich mir selber einen LKW kaufe. Das war am Anfang eine intelligente Idee, weil ich sehr viel Mini-Baggerarbeiten inklusive LKW plus Greifkran braucht habe. Nur in weiterer Folge sie eben das Einsatzgebiet gedreht hat, ich dann andere Arbeiten gemacht habe und naja, ein paar Problemchen am Auto auftreten sind, die nicht gerechnet worden sind damit. Ja. Das heißt, ich erzähle euch jetzt einmal das Ganze von Anfang, dass ihr einmal ungefähr wisst, wie man zu so einer Idee kommt, einen LKW zu kaufen. Es hat so begonnen. Ich habe da vor ein paar Jahren ganz viele Anforderungen gehabt. Ich habe immer einen Subunternehmer gehabt, der hat genau den LKW im Fuhrpark gehabt und der ist für mich eigentlich immer gefahren. Und ich habe sicher in der Woche 1, 2, 3 Mal einen LKW braucht mit Greifer, weil ich natürlich immer die Baggerarbeiten gemacht habe mit einem Mini-Bagger und mit einem 2,5 Tonner, so wie mein 225er halt ist. Ne? Da steht er da bitte. Mit denen kommst du halt nicht auf einen LKW auf zum Laden. Deshalb brauchst du immer einen quasi 3-Achser oder halt einen 4-Achser, was auch immer, der einen Greifkran oben hat, dass du mit dem Greifer dein Aushub oder was auch immer du machst, verladen kannst. Ja? So, natürlich habe ich dann einmal so eine Buchhaltung und habe intelligenterweise mir ausgerechnet, dass ich da knapp 60.000 Euro an Fremdkosten so im Jahr habe. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich bei den Kosten sicher intelligent wäre, dass ich ja mehr oder weniger einen eigenen LKW mir anlege oder zulege, das Ganze super geil finanziere, weil wenn ich mir das overrechne mit der Rate und so und dass ich das dann selber betreibe, dann würde mir theoretisch noch mehr in der Kasse bleiben, plus ich baue mir einen Wert auf, weil das Gerät ja an sich jetzt dann, wenn du einen Gebrauch kaufst, nicht so viel mehr ablegt und du ja durch die Abzahlung der Rate dann quasi irgendwann auf Null bist, dementsprechend dann richtig geil verdienst. So denkt man sich. Passt. Und dann ist dieser eine Tag gekommen, wo mir zufälligerweise mein Suppler gefragt hat, ob ich dieses Gerät kaufen möchte, weil ja, er halt einen anderen kauft. Ne? So, und ich habe mir gedacht, na sicher, jetzt kenne ich das Gerät schon seit Jahren, weil er mit dem schon jahrelang bei mir gefahren ist. Denke ich mir, ja, was soll da eigentlich großartig sein? Bei ihm war jetzt auch nicht wirklich viel. Natürlich gebrauchtes Auto kaufen für ein bisschen Risiko. Und ich habe mich echt nicht wirklich auskennt mit LKWs. Also, ich meine, ich bin zwar ein gelernter Mechaniker, ja, aber schwer, also LKW-Mechaniker sind wieder andere Sachen. Komplett andere Herangehensweise, sag ich. Dann habe ich halt den LKW von ihm einmal zur Werkstatt gestellt, das überprüfen lassen, von einem gescheiten Sachverständigen eben. Und der hat zu mir gesagt, ja, eigentlich im Großen und Ganzen pipi fein, hat er oben gehabt, 500.000 Kilometer das Gerät, 17 Meter Ballfingerkran oben, ja, kannst kaufen. Denke ich mir, ja, passt, lässig. Mein Finanzierungsvermittler angerufen, der hat mir das dann lässig finanziert. Habe irgendwo eine Rate gehabt von 2.500 Euro im Monat. Denke ich mir, passt, lässig, nehmen wir. Passt. Gekauft im Jänner oder so oder im Dezember.
und im März war Pickeltermin der erste. Naja, und dann habe ich halt bis dorthin einmal einige Baustellen gehabt, bin mit denen selber gefahren, habe extra einen LKW-Führerschein gemacht. Das Geile ist, wenn du selber der Chef bist und im Werkverkehr fährst, weil ich habe keine Frechterei, das heißt, ich darf ja nicht jetzt für andere Leute einen Dreck holen, aufladen und in den Namen zur Deponie führen. Das wäre eine Frechterei, das ist ein anderes Gewerbe, da musst du wieder eine eigene Ausbildung machen, das darf ich nicht. Oder das habe ich auch nie machen wollen, ich wollte immer nur meinen eigenen Dreck im sogenannten Werkverkehr, ja, von A nach B führen. Und das darf ich, weil ich nämlich, das ist ein bisschen ein sehr technisches, also ein sehr rechtliches, komplexes Ding. Aber grundsätzlich, kurz angebrochen, ich darf meinen eigenen Dreck, den ich außer grob mit meinem eigenen Werkzeug von A nach B führen. Ja? Und brauche keine Frechterei und auch keinen C95, also keinen Berufskraftfahrer, wenn ich selber damit fahre. Im Rahmen des Werkverkehrs. Kleiner Exkurs. Na gut, also habe ich halt einmal die ersten Kranarbeiten gemacht und das ist ja alles nicht so leicht, vor allem wenn du am Bagger sitzt, dann hast du ja die Joystick und das ist lustig und du merkst genau, was er tut. Und beim Kran stehst du neben und das ist halt so wie ein ferngesteuertes Auto oder so. Du merkst halt nicht, wann er jetzt wirklich losfährt und du hast keine Bewegungen, die du aktiv jetzt merkst. Und darum war das ein bisschen tricky. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Kran, der oben war, der Balfinger, 21.000er Balfinger, das ist 2010er Baujahr oder so, schon ja, 10.000 Stunden oben hat, okay, das ist das eine. Dementsprechend günstig habe ich das Auto auch gekriegt, ja. Aber das andere war, dass der Stundenzahler irgendwie nicht gezahlt hat. Und denke ich mir, ui, ui, ob das wirklich nur 10.000 Stunden sind, weiß ich jetzt auch nicht, gell? Ja, hat der Stundenzahler nicht gezahlt. War mal das Erste. Das Zweite ist, wenn ich mit dem Gerät gefahren bin, hat die Fernbedienung immer wieder den Funk verloren zum Kran. Und wenn man da natürlich den Funk verliert zum Kran, dann entweder steht er, was natürlich sehr wünschenswert ist, oder was der gemacht hat, war folgendes: Der hat die Funkverbindung verloren, ich schwenke gerade um mich, auf einmal geht auf Overload, die Lampen blinken alle von der Fernbedienung und der Kran fährt einfach munter weiter von allein. Ich schlage auf den Node aus auf der Fernbedienung, komplett wurscht, fährt weiter. Dann hätte ich schon fast einen Abriss veranstaltet, weil da immer Hausmauer war. Dann bin ich zum LKW gelaufen, schlage auf die Nottaste vom Kran, der fährt noch immer weiter. Alter, dann bin ich im letzten Moment noch ins Führerhaus gelaufen, hab das Ding abgedreht und dann habe ich mal geschaut, was da los ist. Denke ich mir, was ist denn da bitte überhaupt los? Ne? Fährt der von allein, der Kran? Weißt du, wie gefährlich das ist, gell? Naja, und was war dann? Ist Überbrückungsschalter. Es gibt einen Überbrückungsschalter beim Kran, ja? Und wenn man den quasi eintrat, dann ist der Kran überbrückt. Also dann sind die Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr aktiv, weil zum Beispiel jetzt, wenn irgendein technischer Overload ist oder ein Gebrechen ist und du stehst irgendwo und der lässt dich halt durch irgendwelche Sachen auf einmal, weil der Sensor zum Beispiel jetzt hin ist oder so, nicht mehr mit dem Kran fahren, dann kannst du das eintragen, überbrückst ihn und dementsprechend ist das wirklich nur eine Notfallseinrichtung. Und dann bin ich aber drauf gekommen, wenn du den ausdrast, dass der Kran eigentlich gar nicht funktioniert. Also das heißt, wenn du den wirklich im Normalbetrieb fahren möchtest, diesen Balfinger, geht er nicht, weil er durchgehend Fehlermeldungen hat und irgendwelche Sensoren nicht funktionieren. Also der dauernd beim Kran quasi, wenn da jetzt so, wenn das der Kran ist das da so der Hauptarm und dann gibt es oben noch den zweiten Arm. Ne? So, und da ist ein Gelenk drinnen und da ist ein Sensor und den Sensor hat er immer geschrieben, dass er, keine Ahnung, den Kontakt verloren hat oder was. Ne? Und naja, dann bin ich quasi draufgekommen, dass der Kran komplett sowas in einem Zustand ist, weil ich zum Kranhändler gefahren bin, zum Balfinger, das überprüfen blasen. Also das war nicht einmal mehr unterste Sau, das war, also der war fetzen hin, der war ultra fetzen hin. Und das glaubst du nicht bitte, dass du so ein Gerät kaufst von einem Bekannten oder mehr oder weniger, der mit dem gefahren ist und der überbrückt damit gefahren ist. Das ist ja nicht zum Glauben, bitte. Naja, dann bin ich da gestanden und habe die Ernüchterung gehabt, dass ich natürlich kein Pickel kriege mehr fürs Auto. Jetzt einmal eine richtige Lawine ausgegeben habe. Ich meine, das Fahrzeug an sich selbst war relativ in Ordnung, ja? Nur der Kran war fetzen hin. Und das Wertvollste in dem Auto ist eigentlich der Kran. So,
Ja, dann bin ich da gestanden und habe das Problem gehabt. Scheiße, was tue ich jetzt? Habe ich LKW, jetzt kann ich einen Kran runter tun, dann habe ich nur mehr einen Dreiachser mit 3 Seitenkipper. Super. Okay, oder was tue ich jetzt? Naja, Angebot für einen neuen Palfinger-Kran, also 22.000er Palfinger-Kran. Gut, dann habe ich mir das anbieten lassen. Dann waren wir da irgendwo bei fast 100.000 Euro brutto, dass der neue Kran kostet. Jetzt hat mir das Auto dann, wenn ich es überrechne, fast 200.000 kostet, plus minus, mit dem neuen Kran, der ganz klar notwendig war, ne? Weil sonst hätte ich kein Pickel mehr gekriegt. Also was habe ich gemacht? Alten Kran ober, bam, verschrotten, weil mehr war der nicht mehr wert. Der Sensor hat nämlich deshalb oben schon keinen Kontakt mehr gehabt, weil die Buchsen schon so ausgeleiert waren und so hin waren, dass das ganze Spolettel schon so geflogen ist, also irre. Und der größte Totalschaden war eigentlich, dass die Hauptsäule vom Kran war eingesetzt ist in der Mitte. Das komplette Lager war schon so ausgerieben, der Mast ist schon so durch die Gegend geflogen und der hat so eine Zwischenpufferschicht drinnen, dass er sich nämlich nicht quasi Eisen auf Eisen reibt, und der war schon lang hin und der ist schon nur mehr Eisen auf Eisen gefahren. Ja. Und also das war total schon. Der kann das kann einfach nur mehr verpressen in der Schrottmühle. Ja. Passt. So, was hat es mir geholfen? Ich bin nicht ausgekommen, habe eigentlich mit den 2.500 Euro Rate gerechnet, denke ich mir super lässig. Na, dann habe ich einen neuen Kran kaufen, damit das Auto überhaupt jemals wieder mal ein Pickel kriegt, weil wenn das nicht Kran überprüft ist, nach dem Kranprüfbuch, ja, kriegst du kein Pickel, fürs Auto auch nicht, ist auch klar. Und dementsprechend habe ich gesagt, passt, mach bitte ein gutes Angebot, tu einen neuen Kran auf. So, lässig. Und dann habe ich diesen Kran wieder separat finanziert, als eigene Maschinenfinanzierung. Und dann war ich knapp schon bei 4.000 Euro im Monat, was mir das Auto jetzt kostet, ein gebrauchter LKW, 2012er Baujahr, mit einem nagelneuen 22.000er Palfinger Kran am. Ja. Jetzt habe ich den lässigen Kran gehabt und das Auto. Und dann bin ich da gestanden mit 4.000 Euro Rate. Und dann bin ich damit ein Jahr oder so gefahren. Habe das natürlich gebraucht da und super, super lässige Aufträge damit gemacht. Nur dann denke ich mir, das gibt es ja jetzt wohl nicht mehr. Ich kann ja nicht bitte 4.000 Euro Rate haben für mehr oder weniger ein gebrauchtes Fahrzeug. Und das war einfach nur Durchlaufposten. Also das war nicht mehr wirtschaftlich. Also die erste Rechnung war passt, die zweite hat mir eigentlich das Knack gebrochen. Also nur ein LKW haben, um des LKW-Willens mehr oder weniger, dass du halt ein bisschen flexibler bist, das hat sich nicht mehr ausgezahlt, weil dann musst du den schon richtig verkaufen und das mit Druck mag ich nicht arbeiten, das zipft mir an. Ja, und dann habe ich halt inseriert und verkauft. Natürlich um nicht das Geld, was eigentlich jetzt investiert worden ist, aber das war eigentlich nur das eine blaue Auge, was ich mir halt geholt habe. Und ja, dementsprechend war das die größte finanzielle dumme Entscheidung, die ich je gemacht habe. Beziehungsweise bin ich komplett selber schuld, weil ich habe den Kran nicht perfekt überprüfen lassen. Ich bin quasi zu einer LKW-Werkstätte gefahren, der aber kein Kranspezialist war und ich einfach zu gutgläubig war in dem Fall, dass ich sage, okay, jetzt kenne ich das Auto schon ewig, der ist schon ewig damit gefahren. Ich meine, bitte, ewige Geschäftsbeziehung, der wird mir jetzt nicht irgendwie um mich heben. Naja, um mich kommen oder mich nicht. Er hat sich selber nicht einmal gewusst, dass das so ein Fulldreck ist. Ne? Und ja, also das sind die Learnings. Da habe ich einmal richtig viel Lehrgeld gezahlt. Ich meine, geil war er halt richtig. MAN DGS, voll geil. Lenkachs und Liftachs. Aber naja, was hat mich da eigentlich am meisten gestört? Am meisten gestört hat es mich, dass ich mit 4.000 Euro Rate im Monat sogar einen nagelneuen LKW finanzieren hätte können. Direkt selbst konfiguriert, weil der kostet ungefähr, naja, in der Ausstattung mit einem neuen Kran, Dreiachser, was ich jetzt MAN mit Lenkachs hinten, Liftachs und 3 Seitenkipper, einen gescheiten Stahlkipper von Meiler zum Beispiel aufbau, bist irgendwo bei 270.000 bis 300.000, je nachdem. Und wenn du das finanzierst, bist du halt ungefähr bei 4.000 Euro im Monat. Und das hätte passt, wenn du den Nagel reinholst. Ja. Nur, dann war ich wieder Pickel machen mit dem Gerät. Und natürlich bei 500.000 Kilometer und 10 Jahre oder 12 Jahre, was er halt damals war, hat er halt ein paar Wehwehchen. Und wenn du zum Pickel fährst und unter, keine Ahnung, 10.000 Euro beim Pickel nicht mehr rausfährst, weil halt
naja, da ist ein bisschen was undicht zum Abdichten, die Ölwand ist zum Abdichten und da, keine Ahnung, die Stabis und so weiter, ein bisschen die Luftfahrwerk hinten wieder herrichten. Bumm, raucht es gleich auf, 10.000 netto, weg. Und das macht keinen Sinn. Also das war das Dümmste, was ich machen kann. Und eins kann ich sagen, wenn du einen LKW haben willst, musst du dich entscheiden, entweder baggern oder LKW. Wenn du rund um die Uhr nur LKW fährst, dann zahlt es aus, ja, aber du bist mit dem Bagger viel besser dran. Also niemals würde ich mir jemals wieder einen eigenen LKW kaufen, weil ich kaufe mir einen LKW ein von meinem Suppler mit diversesten Kränen oben, habe kein Problem. Wenn der zum Pickel fährt, wenn der Kranservice machen muss oder irgendwas, bin ich immer safe, das interessiert mich nicht, ich zahle eben diesen Stundensatz und fertig und habe diese ganze Scherereien nicht, diese Sorgen nicht. Und eins muss ich auch sagen, in Österreich, ich sehe in Deutschland auch so, wenn du mit einem LKW fährst, ich meine, ich war selber Polizist, gell, aber das ist ja nicht mehr normal, was da, ich meine, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite das Unternehmer geisteskrank, was da passiert, die technische Polizei, Verkehrspolizei bei uns, also die stellen die einfach durchgehend ab mit so einem Ding. Ich meine, zum Glück bei mir hat ja alles passt, weil ich eben auf das geschaut habe, aber da bist du halt wirklich immer am Schleudersitz, wenn du irgendwelche Leute erwischt, die es gerade wieder lustig finden, dass die anstellen oder so, dann kann schon passieren, weil irgendwo ein kleines Tropferl, was steht, dass du halt technisch nicht mehr konform bist und technisch abgestellt bist und dann ist schon wieder teuer. Oder Ladungssicherung oder also viel Blödheiten, die man sich einfach da sparen kann, indem man Subunternehmer beauftragt und viel Kopf für weniger hat. Dementsprechend, wenn du dir überlegst, ob du einen LKW kaufen willst, jetzt hast du mal ein bisschen Input gekriegt. Vor allem Kran ist ein riesiges Thema. Und das Fahrzeug besteht sozusagen aus zwei sehr technische Teile, also zwei Hauptkomponenten. Einmal der Kran, das ist mehr oder weniger wie ein kleiner Bagger, das komplette Konstrukt, ein eigenes technisches Produkt, plus der LKW. Also die zwei Dinge. Und das kann sehr viel ins Geld gehen, vor allem wenn es gebraucht sind, aber sogar auch bei neuen. Also wenn du keine gute Garantie dabei hast, dann kann das gleich alles sehr, sehr teuer werden. Und sogar beim neuen Kran, beim 22.000er Palfinger, habe ich nach einem Jahr irgendwelche Spinnereien in der Software auf einmal gehabt, wo irgendwelche Sensoren auf Overload waren und dann hat wieder der Techniker kommen müssen und das alles herrichten. Also genau, wenn du da einen Tag über der Garantie draußen bist, löhnst du dich schon wieder dumm und deppert. Gut, jetzt erzählt ihr mir aber, was ihr schon für Einfahrerpartien gehabt habt. Habt ihr auch schon solch eine dummen Entscheidungen getroffen? Dumm. Lehrgeld zahlt. Habt ihr schon mal Lehrgeld zahlt? Also dumm ist eigentlich nichts. Dumm bist nur, wenn du das zweite Mal noch einmal machst. Dementsprechend erzählt mir einmal, wie das bei euch war. Und ich bin trotzdem sehr traurig, dass ich nicht mehr habe, aus einem Grund, weil der einfach sowas von geil war. Ja, liken, abonnieren, nicht vergessen, weil ich bin ja nicht umsonst da. Also ich gebe mein Bestes für euch. Schreibt mir, was ich für neue Videoideen produzieren soll, was euch interessieren würde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde.